Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Finanztopia. Heute sprechen wir über eine Aktie, die in den letzten Jahren extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Novo Nordisk. Du hast den Namen bestimmt schon gehört, vor allem im Zusammenhang mit Medikamenten gegen Übergewicht und Diabetes. Doch die große Frage lautet, ist Novo Nordisk wirklich eine Revolution im Gesundheitssektor oder einfach nur ein überbewerteter Hype, getrieben von Medien und kurzfristigen Trends? Bevor wir tiefer einsteigen, kurz der Hinweis. Wenn dir solche Inhalte gefallen und du keine weiteren Finanzvideos verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Damit unterstützt du uns und stellst sicher, dass du immer auf dem Laufenden bleibst. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja gut, Pharmaaktien interessieren mich nicht wirklich. Aber bleib unbedingt dran, denn die Geschichte von Novo Nordisk zeigt nicht nur, wie stark einzelne Produkte den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, sondern auch, wie eng Gesundheit und Börse miteinander verknüpft sind. Und glaub mir, danach schaust du mit anderen Augen auf die großen Player im Pharmabereich. Wie immer gilt, dieses Video dient ausschließlich der Information und Bildung. Es ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Bitte informiere dich immer selbst und vergleiche verschiedene Quellen, bevor du Entscheidungen triffst. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, was Novo Nordisk eigentlich genau macht. Warum gerade jetzt alle über das Unternehmen reden, welche Chancen in der Zukunft liegen könnten, aber auch welche Risiken und Probleme viele Investoren vielleicht unterschätzen. Am Ende kannst du dir selbst ein besseres Bild machen und entscheiden, wie du die Aktie einschätzt. Und jetzt die Frage an dich. Hast du schon mal von Novo Nordisk gehört oder vielleicht sogar selbst investiert? Schreib's mir gerne in die Kommentare, das interessiert bestimmt auch andere. Schauen wir uns zuerst an, was Novo Nordisk eigentlich genau ist. Das Unternehmen kommt aus Dänemark und wurde schon im Jahr 1923 gegründet. Es gehört heute zu den größten Pharmaunternehmen der Welt und hat sich besonders auf Diabetesbehandlung und Hormonpräparate spezialisiert. Das Hauptgeschäft von Novo Nordisk liegt bei Insulin und Medikamenten gegen Diabetes. Rund jede 10. Insulineinheit weltweit stammt von diesem Konzern. Damit hat Novo Nordisk in diesem Markt eine extrem starke Stellung. Doch in den letzten Jahren kam ein neuer Bereich dazu, der den Aktienkurs massiv befeuert hat. Medikamente gegen Übergewicht und Adipositas, wie zum Beispiel Ozempic oder Wegovy. Durch diese Produkte ist Novo Nordisk vom eher klassischen Pharmahersteller zu einem echten Börsenstar geworden. Allein in den Jahren 2022 und 2023 hat sich der Aktienkurs stark nach oben entwickelt. Teilweise wurde Novo Nordisk sogar zum wertvollsten Unternehmen Europas. Neben Diabetes und Adipositas forscht das Unternehmen auch an weiteren Therapien, etwa im Bereich seltene Krankheiten und Hormonbehandlungen. Trotzdem bleibt der Großteil des Umsatzes auf einige wenige Medikamente konzentriert. Das ist einerseits ein Vorteil, weil diese Produkte extrem erfolgreich sind. Andererseits auch ein Risiko, weil die Abhängigkeit hoch ist. Kurz gesagt, Novo Nordisk ist kein kleines Nischenunternehmen, sondern ein globaler Pharmagigant mit klarer Marktführerschaft in einigen Bereichen. Gleichzeitig sorgt die starke Nachfrage nach Abnehmmedikamenten dafür, dass der Name inzwischen weit über die Fachwelt hinaus bekannt ist. Warum also redet aktuell gefühlt jeder über Novo Nordisk? Der Hauptgrund liegt bei den Medikamenten Ozempic und Wegovy. Ursprünglich wurde Ozempic als Mittel gegen Diabetes entwickelt. Doch Forscher stellten schnell fest, dass es auch einen enormen Effekt auf das Körpergewicht hat. Patienten, die das Medikament einnahmen, verloren in kurzer Zeit deutlich an Gewicht. Dieser Effekt führte dazu, dass Novo Nordisk mit Wegovy ein spezielles Medikament für Menschen mit starkem Übergewicht auf den Markt brachte. Der Erfolg war gigantisch. In den USA und Europa ist die Nachfrage so groß, dass Novo Nordisk zeitweise gar nicht genug produzieren konnte. In manchen Regionen mussten Ärzte sogar Patienten auf Wartelisten setzen. Warum ist das so ein Gamechanger? Weil Übergewicht und Diabetes zu den größten Gesundheitsproblemen unserer Zeit gehören. Laut Weltgesundheitsorganisation ist rund jeder 8. Mensch weltweit fettleibig. Tendenz steigend. Medikamente, die hier helfen können, haben also einen enormen Markt vor sich. Und genau das macht Novo Nordisk aktuell so interessant für Investoren. Hinzu kommt der mediale Hype. Stars, Influencer und sogar Politiker haben öffentlich über Ozempic gesprochen. In den sozialen Medien kursieren unzählige Erfahrungsberichte,
die das Thema noch größer gemacht haben. Dadurch ist Novo Nordisk längst nicht mehr nur ein Pharmaunternehmen, sondern ein gesellschaftliches Gesprächsthema. All das hat den Aktienkurs massiv nach oben getrieben und dazu geführt, dass viele Anleger das Gefühl haben, hier entsteht gerade ein Milliardenmarkt, an dem man unbedingt teilhaben möchte. Schauen wir uns jetzt die Chancen und das Wachstumspotenzial von Novo Nordisk an. Der offensichtlichste Punkt ist die enorme Nachfrage nach den Abnehmmedikamenten Ozempic und Wegovy. Experten schätzen, dass der Markt für sogenannte Anti-Obesity-Drugs in den kommenden Jahren auf ein Volumen von mehreren 100 Milliarden Dollar anwachsen könnte. Und Novo Nordisk ist aktuell einer der führenden Anbieter. Hinzu kommt, dass die weltweite Zahl an Menschen mit Übergewicht und Diabetes weiter steigt. Das ist zwar ein gesellschaftliches Problem, bedeutet für Novo Nordisk aber ein dauerhaft starkes Geschäftsfeld. Mit jedem neuen Land, in dem die Medikamente zugelassen werden, wächst der potenzielle Markt. Ein weiterer Vorteil: Novo Nordisk investiert massiv in den Ausbau der Produktion. Allein 2023 und 2024 hat das Unternehmen Milliarden in neue Fabriken gesteckt, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Das zeigt, dass sie langfristig planen und nicht nur auf einen kurzfristigen Trend setzen. Neben Abnehmmedikamenten arbeitet Novo Nordisk auch an weiteren Innovationen. Dazu zählen neue Insulinformen, Therapien für seltene Krankheiten und Hormonbehandlungen. Sollte es gelingen, auch in diesen Bereichen Durchbrüche zu erzielen, könnte das Geschäft noch breiter aufgestellt werden. Aus Sicht vieler Analysten ist Novo Nordisk also ein Wachstumsunternehmen, das in einem Markt unterwegs ist, der riesig und gleichzeitig noch lange nicht ausgeschöpft ist. Natürlich gibt es neben den Chancen auch Risiken, die man bei Novo Nordisk nicht unterschätzen darf. Der erste Punkt ist die Abhängigkeit von wenigen Blockbuster-Medikamenten. Ein Großteil des Umsatzes hängt direkt an Produkten wie Ozempic und Wegovy. Das bedeutet, wenn die Nachfrage irgendwann nachlässt, neue Nebenwirkungen bekannt werden oder Konkurrenzprodukte auf den Markt kommen, könnte das starke Auswirkungen auf das Geschäft haben. Ein weiteres Risiko ist die Bewertung der Aktie. Durch den enormen Kursanstieg in den letzten Jahren ist Novo Nordisk inzwischen eines der wertvollsten Unternehmen Europas. Manche Analysten warnen deshalb, dass die Aktie bereits sehr hoch bewertet ist und zukünftiges Wachstum schon eingepreist sein könnte. In so einem Fall reicht manchmal schon eine kleine Enttäuschung, um den Kurs nach unten zu drücken. Hinzu kommt die Konkurrenz. Auch andere Pharmakonzerne arbeiten an ähnlichen Medikamenten gegen Übergewicht. Besonders Eli Lilly aus den USA gilt als ernsthafter Wettbewerber mit vergleichbaren Produkten. Sollte ein Konkurrent günstigere oder effektivere Mittel auf den Markt bringen, könnte das den Vorsprung von Novo Nordisk schnell verringern. Und schließlich gibt es noch das Risiko von politischen Eingriffen und Regulierung. Medikamente wie Ozempic und Wegovy sind teuer und die Frage, ob Krankenkassen oder staatliche Systeme die Kosten langfristig tragen, ist noch nicht endgültig geklärt. Wenn Regierungen beschließen, die Preise zu deckeln oder die Erstattung einzuschränken, könnte das die Gewinne deutlich schmälern. Kurz gesagt, Novo Nordisk ist zwar ein starkes Unternehmen mit riesigem Potenzial, aber es gibt auch Faktoren, die Investoren im Blick behalten sollten. Kommen wir zum Fazit. Novo Nordisk ist ein globaler Pharmagigant, der mit seinen Diabetes- und Abnehmmedikamenten in einem gigantischen Markt unterwegs ist. Die Chancen sind riesig, weil Übergewicht und Diabetes weltweit zunehmen und die Nachfrage nach wirksamen Medikamenten enorm ist. Gleichzeitig hat das Unternehmen bewiesen, dass es Produktion und Forschung massiv ausbauen kann, um langfristig vorne mitzuspielen. Auf der anderen Seite darf man die Risiken nicht ausblenden. Die Aktie ist stark gestiegen und gilt inzwischen als hoch bewertet. Außerdem hängt Novo Nordisk sehr stark an wenigen Blockbuster-Produkten, während Konkurrenz und Regulierung jederzeit Druck aufbauen können. Unterm Strich zeigt das Beispiel Novo Nordisk, wie eng Gesundheit, Gesellschaft und Börse zusammenhängen und warum es sich lohnt, solche Unternehmen genauer anzuschauen. Mich interessiert jetzt deine Meinung. Wie siehst du die Zukunft von Novo Nordisk? Ist es ein nachhaltiges Wachstumsunternehmen oder nur ein Hype? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Dein Feedback ist auch für andere spannend. Und noch ein Tipp. Wenn es Aktien gibt, über die du dir eine Analyse auf diesem Kanal wünschst, dann lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. So kann ich zukünftige Videos noch stärker nach euren Interessen ausrichten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal und lass ein Like da, damit du keine weiteren Analysen und Finanzvideos verpasst. Bleib gesund und denk daran,
Zeit ist Geld.